Servus Leute, was geht? Das Jahr neigt sich dem Ende zu, deswegen gibt es von mir jetzt das Voting für die besten Fußballschuhe 2019. Logischerweise beruht dieses Voting auf meiner Meinung, also welche Schuhe ich am besten finde. Das gibt es heute im Video, viel Spaß dabei und let's go. Ja Leute, kommen wir zum ersten Schuh und zwar zum Adidas Nemesis 19 Plus. Dieses Jahr hat der Adidas den neuen Nemesis gedroppt, also 19.1 und 19 Plus. Am Schuh hat sich auch einiges getan, vor allem am Upper. Das Agility Bandage ist jetzt quasi in V-Form. Dadurch hat man nochmal einen besseren Lockdown und auch einen besseren Komfort. Ich habe mich eigentlich jetzt nur für die Laceless-Variante entschieden, aus dem optischen Grund, weil ich die einfach nochmal geiler finde, durch diese Chromsohle. Wir haben den hier jetzt in der Marvel Spider-Man Edition. Gefällt mir sehr, sehr gut dieser Schuh, hat aber rein theoretisch vom Upper her keinen Unterschied zum 19.1 Schuh. Vor allem nach der Einlaufphase wird es sehr, sehr weich und vor allem halt die Passform ist wirklich hervorragend durch das Agility Bandage. Muss natürlich aufpassen, dass man nicht einen zu breiten Fuß hat, dann könnte es ein bisschen schwierig werden. Aber mit meinem mittleren Fuß habe ich mich im Nemesis 19 Plus sehr wohl gefühlt und deswegen ist dieser Schuh verdient im Voting der besten Schuhe 2019. Ja Leute, eigentlich wollte ich dieses Video schon früher droppen, aber ich habe auf einen ganz besonderen Schuh noch gewartet, auf den Puma Future 5.1 oder Puma Future Flash. Dieser Schuh kam jetzt frisch im November raus und der musste unbedingt ins Voting. Ich war schon immer ein großer Fan vom Future, aber 5.1 hat sich nochmal einiges getan, zwar zum Besseren. Das Netfit Upper ist jetzt nochmal viel effektiver, dadurch, dass das sockenähnliche Gefühl bis im Vorderfuß vorhanden ist und auch wirklich nur in den Stellen, wo man es auch wirklich braucht, zum Schnüren dann. Man hat einen extrem guten Komfort. Meiner Meinung nach ist dieser Schuh, was den Komfort angeht, dieses Jahr der beste Schuh. Ich habe mich extrem wohl gefühlt im Schuh. Man hat einen guten Lockdown, dennoch hat man genügend Platz, um sich wohl zu fühlen. Und wie gesagt, das personalisierte Schnüren ist jetzt nochmal effektiver, dass man den Schuh so schnüren kann, wie es auch zum Fuß passt. Und auch optisch muss ich sagen, macht dieser Schuh einiges her mit diesem neuen Puma-Logo hier vorne und auch nochmal hier an der Hacke und an der Ebony-Zocke. Deswegen völlig verdient auch in diesem Voting. Ja Leute, weiter geht's mit einem Speedboot von Adidas und zwar der Adidas X 19.1. Was die 19.1 Varianten angeht, muss ich sagen, finde ich den X am coolsten. Das liegt vor allem am Speed Mesh Upper. Das Coole ist, dass das Obermaterial quasi die perfekte Mischung aus Touch und Komfort hat. Es ist nicht das dünnste Obermaterial, dadurch hat man aber wirklich einen hervorragenden Komfort und auch genügend Grip. Und auch in der Ferse finde ich sehr, sehr cool, dass es schön gepolstert ist. Dadurch hatte ich in diesem Schuh irgendwie nie Probleme, was Druckstellen oder irgendwelche Blasen angeht. Und deswegen auch in diesem Voting vertreten der Adidas X 19.1. Kommen wir zum Schuh von Sadio Mané, der Signature Boot, und zwar der New Balance Furin. Ich muss sagen, im ersten Moment habe ich mir den Schuh nur wegen dem Optischen geholt, weil ich finde den extrem cool. Und jetzt muss ich nochmal hier ein bisschen angeben, und zwar habe ich den Schuh 001 von 405 Exemplaren, also quasi den seltensten Schuh überhaupt. Und ich muss sagen, auch performance-technisch hat dieser Schuh mich positiv überrascht. Am Anfang hatte ich Druckstellen im Schuh, hatte ziemlich viele Probleme, aber nach der Einlaufphase war das komplett weg, was mich positiv überrascht hat. Nämlich das Upper wird sehr, sehr weich, man hat einen extrem guten Touch, da muss man New Balance auf jeden Fall Props geben für dieses Obermaterial im Vorderfuß. Man hat einen direkten Touch, genügend Grip und auch die Druckstellen gingen bei mir komplett weg nach der Einlaufphase, dass ich mich schön wohl gefühlt habe im Schuh und wie gesagt auch optisch eine absolute Granate und deswegen verdient in diesem Voting. Ja Leute, kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsschuh aus dem Jahr 2019 und das ist der Nike Vapor 13. Ich muss sagen, ich war auch schon vom Nike Vapor 12 ein Riesenfan und habe deswegen mich wirklich über den 13er Schuh gefreut, dachte aber, da wird sich wahrscheinlich nicht allzu viel getan haben. Aber das Upper ist nochmal geiler geworden im Vergleich zum Nike Vapor 12. Man hat einen hervorragenden direkten Touch, genügend Grip und das Obermaterial wird extrem weich nach der Einlaufphase. Habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt im Schuh. Und das Coole ist auch an diesem Upper, dass es die Kräfte absorbiert, zum Beispiel beim Beschleunigen, wenn man den Schuh zusammenzieht und dann wieder ausdehnt, gibt quasi der Schuh beim Ausdehnen die Kraft wieder an den Fuß ab, dass man quasi noch schneller beschleunigen kann. Ich habe auch lange überlegt, ob ich den Nike Superfly 7 oder den Nike Vapor 13 ins Voting mit reinnehmen, weil das Upper ja eigentlich identisch ist. Aber ich finde den Nike Vapor 13 einfach nochmal ein bisschen cooler, weil ich mich da noch ein bisschen wohler gefühlt habe. Der Schuh wird schön weich, dass man Platz im Schuh hat. Habe mich wirklich wohl gefühlt, hatte keinen Druckstellen oder sonst was. Und deswegen mein Favorite-Schuh aus diesem Jahr ist tatsächlich der Nike Vapor 13. Kleiner Outfitwechsel aufgrund des Wetters, aber der Mizuno Morelia Neo muss in diesem Voting auch stattfinden. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal die Schuhe von Mizuno getestet und muss sagen, ich habe mich in den Morelia Neo komplett verliebt. Der Lederschuh wiegt nur 170 Gramm quasi, im Schuh wurde alles weggelassen, was man nicht unbedingt braucht, um trotzdem noch einen quasi perfekten Fußballschuh zu haben. Und das ist Mizuno definitiv gelungen. Der Morelia Neo, wie gesagt, 170 Gramm, extrem leicht und trotzdem ein Lederschuh, das gibt es sehr, sehr selten.
Und meiner Meinung nach macht Mizuno auch die besten Lederschuhe, die es aktuell auf dem Markt gibt. Man hat extrem guten Ballkontakt, einen sehr direkten Ballkontakt. Man muss natürlich beachten, dass Leder eine etwas längere Einlaufphase braucht als normale Schuhe. Aber wenn der Schuh eingelaufen ist, ist es wirklich perfekt. Und ich muss auch sagen, komforttechnisch war ich mit dem Schuh sehr zufrieden. Deswegen völlig verdient Mizuno Morelia Neo in dem Voting. Kommen wir zum Under Armour Magnetico. Diesen Schuh hatten wahrscheinlich nicht allzu viele von euch auf dem Schirm, aber dieser Schuh muss in dieses Voting. Ich bin ein großer Fan von den Schuhen von Under Armour und finde, dass diese Schuhe auch stark unterschätzt sind. Und vom Magnetico war ich schon immer ein Fan, auch vom Vorgängermodell. Da war das Upper sehr, sehr dünn. Ich glaube, das war das dünnste Upper, das ich je gespielt habe. Das war vielleicht auch der Nachteil daran, dass es zu dünn war, dass man den Ball vielleicht zu stark gespürt hat. Das wurde im Under Armour Magnetico nochmal überarbeitet. Wir haben hier das Match Control Upper. Das sind solche Gripstrukturen, die quasi einmal mit dem kompletten Fuß herumlaufen. Das Obermaterial ist dennoch sehr, sehr dünn, aber man hat auch hervorragenden Grip. Und der Komfort von diesem Schuh ist wirklich hervorragend. Ich hatte keine Einlaufphase, habe mich direkt sehr, sehr wohl gefühlt im Schuh. Deswegen völlig verdient auch dieser Schuh im Voting. Ja Leute, das soll es auch schon wieder zu den besten Fußballschuhen aus dem Jahr 2019 gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt ist eure Meinung gefragt. Schreibt mal einen Kommentar, welche Schuhe denn ihr am besten findet. Einfach mal einen Kommentar mit euren Lieblingsschuhen dalassen. Bin gespannt. Das soll es für das heutige Video gewesen sein. Nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, verpasst ihr keine Videos mehr. Bleibt sportlich, haut rein und ciao.